Hallo, Hallo. schönen guten Tag. Willkommen bei Pitted Studio TV. Mein Name heißt Björn. Und meiner Jenny. Jetzt musstest du überlegen. Ne? Ja, ist verwirrend, ne? So, wir sind zwei Leute, die Computerspiele machen. Früher sehr lange bei Piranha Bytes und über zig Jahre. Und jetzt machen wir was? Indie-Spiele? Ah, cool. Wie ist denn das Thema heute? Heute ist das Thema, wie gründet man denn neu? Ach du lieber Gott. Genau. Ja, Piranha Bytes ist unsere Vergangenheit und Pitted Studio ist unsere Zukunft, hoffentlich, und Gegenwart. Und Gegenwart? Und wie ist man denn da hingekommen? Genau. Also, da wir ja selber alleine noch nicht sowas vorher gemacht haben, haben wir uns überlegt, ja, können wir das denn überhaupt? Wir sind Kacknoobs. Also, wir haben zwar irgendwie wie sagst du, so schön in der Garage gehockt und haben ganz viel Spiele gemacht und Ich war Teilhaber, ne? Von sehr vielen Firmen, Piranha Bytes und so weiter, aber selbst Geschäftsführung mit Bilanzen und den ganzen Krempel und Gründung und so hatte ich nur peripher mit zu tun. Ich war dann immer beim Notar, hab dann irgendwelche Sachen unterschrieben und das hat dann jemand anders gemacht, so, ne? Und, Genau. Also jetzt mussten wir es jetzt mal selber machen. Richtig. So. Also die Frage, die sich stellt, ist, wenn ihr ein Studio selber gründen wollt oder gerade euch in der Gründung befindet und euch ganz viele Fragen dazu stellt, ich falte das mal eben und leg das mal hier hin. Also, die Frage, die sich stellt, ist, was will man denn überhaupt? Das heißt, man muss sich erstmal darüber klar werden, was genau soll denn eigentlich gegründet werden und wofür und warum. Wir haben zum Beispiel Freunde, die haben auch gegründet. Und zwar haben die erstmal etwas kleiner angefangen mit einer GbR. Und die GbR, die hat etwas andere Voraussetzungen. Die muss zum Beispiel nicht gleich die Jahresbilanzen machen und die hat zwar auch einen Gesellschaftervertrag, aber da ist alles irgendwie so ein bisschen geschmeidiger noch an den Sachen, die man leisten muss. Und dafür ist sie am Markt nicht ganz so schnell, man sagt immer, wenn du zum Beispiel eine GbR oder eine UG hast, dann musst du nicht ganz so viel Geld zum Beispiel am Anfang in das Stammkapital reingeben. Und im Umkehrschluss sind dann Partner manchmal nicht ganz so einfach zu finden, weil die dann denken, naja, vielleicht bist du nicht ganz so handlungsfähig. Jetzt hast du eine UG verschluckt irgendwo im Nebensatz. Was Genau. ist das denn? Die UG ist sowas wie eine kleine GmbH, also GmbH ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die ist quasi eine eigene juristische Person. Und die UG ist eigentlich das gleiche wie eine GmbH, nur in klein. Also die UG kann theoretisch, das ist nicht empfehlenswert, aber die kann theoretisch schon mit 1 Euro Stammkapital gegründet werden. Aber da ist sie natürlich nicht handlungsfähig, ja. Denn sie braucht ja ein eigenes Bankkonto und so weiter. Und da kommen wir gleich noch zu. Und die UG, die muss dann quasi auf ein Stammkapital von 25.000 Euro kommen irgendwann. Wenn die das erwirtschaftet hat, dann wird sie sozusagen auch zu einer GmbH. Also dann kann man die umwandeln lassen in eine GmbH. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür. Dann, ja. Ne? Ja. Und eine GmbH wird quasi gleich mit einem Stammkapital von 25.000 Euro gegründet, wobei auch zum Beispiel Werteinlagen zum Stammkapital gehören dürfen. Das heißt, du kannst zum Beispiel auch sowas wie theoretisch so ein Grundstück oder sowas mit da reingeben. Aber trotzdem muss das Stammkapital erstmal 25.000 betragen, damit es überhaupt eine GmbH werden kann. Damit ist sie aber auch gleich handlungsfähiger und hat schon mal irgendwie Geld. Und das ist nach außen hin für einen Partner, der zum Beispiel mit einem arbeitet oder wenn man zum Beispiel zu einer Bank geht und sagt, ich möchte gerne einen Kredit haben, dann ist das für die schon mal ein Wert, der schon mal da ist. Da kann man, also im nackten Mann kann man nicht in die Tasche greifen und wenn irgendwann zum Beispiel mal Schulden entstehen sollten durch irgendwas, dann verschafft augenscheinlich die GmbH etwas mehr Sicherheit. Ja. Also du hast jetzt 3 Sachen aufgezählt. Ja. GbR, UG und die GmbH. Genau. Ist das so wie eine Hierarchie? Gibt es irgendwie was Kleines und was Großes dabei? Oder wie ist das? Es gibt sogar noch ganz andere Sachen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand ganz alleine ist, so Forever Alone Meme, und sagt, ich möchte aber ganz alleine etwas machen,
zum Beispiel etwas Künstlerisches oder irgendwie vielleicht auch ein Spiel oder so und möchte gerne schon mal loslegen und braucht dafür sowas wie eine Firma, dann kann diese Person auch sowas wie ein Einzelunternehmer sein. Auch das kann interessant sein, sich als Einzelunternehmer selbstständig zu machen. Da haben wir also erstmal ganz viel über die unterschiedlichen Sachen. Nennt man das Ich-AG oder wie nennt man das? Ja, der Begriff kommt nochmal woanders her. Ach, der aber kommt anders her. Ja. Und als Einzelunternehmer bist du halt auch nochmal anderen Statuten unterworfen irgendwie. Also wir müssen halt für die GmbH... Ist da auch ein Kürzel für sowas? Einzelunternehmer? Einzelunternehmer. Ja. Die anderen haben irgendwie so coole Abkürzungen, so CEI und DFO und ZDF und AOK und der Einzelunternehmer, der hat gar nichts, der hat nur Einzelunternehmer. Ja. Ja. Jetzt muss ich aber auch dazu sagen, dass ich mich relativ schnell auch am meisten mit der GmbH beschäftigt habe, weil die anderen Sachen, also die wurden schnell deutlich, dass sie für uns nicht in Frage kommen. Warum nicht? Weil wir in die Vollen gehen wollten. Wir hauen voll auf die Kacke, ja. Ja, weil das für uns in dem Fall Sinn gemacht hat, wenn jetzt zum Beispiel man sagt, ich arbeite eigentlich Vollzeit woanders und mache jetzt als Nebengewerbe noch etwas anderes. Man kann auch eine GmbH als Nebengewerbe laufen lassen, aber manchmal macht es Sinn, dann zu sagen, ich fange erstmal kleiner an oder bei kleinere Brötchen, dann muss ich noch nicht so viel. Man muss dann gucken, lohnt sich das steuerrechtlich? Also wie viele Steuern muss ich dann zahlen? Eine GmbH, die hat Steuervergünstigung, muss aber auch eine Menge schon von Anfang an leisten. Die Sachen, die müssen vernünftig aufbereitet werden. Ich muss von Anfang an die ganzen Ausgaben, Einnahmen gegen Rechnungen machen. Eine GmbH verlangt eine doppelte Buchführung, die GbR nicht. Das macht einen Riesenunterschied im Aufwand und über diese Sachen muss man sich schlau machen. Und da können wir nur empfehlen, macht euch schlau, besorgt euch einen guten oder eine gute Steuerberaterin oder macht vielleicht einen Kurs dazu. Das haben wir auch gemacht, um zu lernen, worauf muss denn man denn überhaupt achten und so weiter. Und wenn man das gemacht hat und gesagt hat, okay, ich habe mich jetzt für irgendeine Form entschieden und weiß jetzt, was ich gerne möchte, dann muss man halt überlegen. In unserem Fall ist es so, wir sind jetzt auch noch verheiratet, das macht es uns an der Stelle natürlich etwas einfacher, zu sagen, ja, wir machen einfach alles 50-50, ja. Das ist easy und macht uns das Leben an der Stelle einfach. Da hat man sich an anderer Stelle ja schon drauf geeinigt. Das stimmt. Na? Bei anderen muss das natürlich nicht längst so sein. Man kann zum Beispiel sagen, wir sind jetzt zum Beispiel ein Team und die Geschäftsführung macht jemand anders, der extern zum Beispiel angestellt wird für die Firma, der nur die Geschäftsführung macht. Oder auch anteilsmäßig muss man dann überlegen, es gibt so etwas wie Gesellschafter und es gibt sowas wie den Geschäftsführer oder die Geschäftsführerin und dann gibt es auch noch sowas wie Stimmrechte und die müssen vorher gut überlegt sein, wer bekommt denn was. Stimmrechte bedeutet, wer hat zu sagen. Ja. Ne? Wenn man 51% der Stimmrechte hat, dann ist man derjenige, der das alles bestimmen darf. Der alles bestimmen darf. Genau. Ja. Und da muss man gut überlegen, wer bekommt denn tatsächlich was. Und sowas wird alles in einem Gesellschaftervertrag festgehalten. Ja. Da steht das nämlich alles drin. Das heißt, wer alles ist beteiligt, wer bekommt wie viele Anteile, wer bekommt welche Rechte und so weiter. Und das wird dann alles festgelegt und das auch notariell. Das heißt, wenn man sagt, okay, wir haben jetzt alles festgelegt, dann und wir wissen jetzt, wer alles mitmacht, wer alles beteiligt sein soll. Es gibt ja einen Unterschied zwischen denen, die gründen und denen, die zum Beispiel später angestellt sind in der Firma. Das muss man alles sich vorher genau überlegen und aufdröseln und alle müssen damit, also im besten Falle einverstanden sein. Und dann erst macht man quasi den Gesellschaftervertrag und setzt das Ganze entsprechend zusammen mit einem Notar auf. Und der macht dann sowas wie eine Gründungsurkunde und die erste Gesellschafterversammlung findet dann statt und die also einmal jährlich auf jeden Fall auch abgehalten werden muss von da an. Und dann wird auch der Vertrag festgehalten. Und danach wird quasi die Firma im Handelsregister eingetragen. Ja, also muss gut überlegt sein. Es ist auch schlau für diese ganzen Fragen, wie wollen wir denn was, warum gründen und mit welchen Ressourcen einen Businessplan zu machen. Der Businessplan ist im Grunde genommen ein Konzept, das, wenn es gut ausgearbeitet ist,
festlegt, wer gründet, warum wird gegründet, was wird gemacht, in welchem Zeitrahmen wird es gemacht, warum glauben wir, dass das sinnvoll ist, welche Chancen am Markt bestehen, welcher Markt soll es denn überhaupt sein, wann soll wann verkauft werden. Und dann gibt es einen Tabellenteil, der besagt, wie sehen denn die nächsten Jahre überhaupt aus. Das heißt, wie viel Geld wird wann irgendwie da reinfließen und wann erwirtschaftet es das Geld im besten Falle zurück und ist eine positive Tendenz zu erkennen. Und wenn man das alles durchgerechnet hat, das ist eine Menge Arbeit. Dann sieht man aber auch, wo die Reise hingeht. Und das ist unbedingt, also ich kann das nur empfehlen, wir haben das gemacht und haben dann gesehen, okay, wir wissen jetzt, wo die Reise hingeht, welche Chancen und Möglichkeiten wir haben. Und es gibt im Internet sehr viele Erläuterungen dazu. Die Stadt Bochum zum Beispiel, wo wir leben, die hat ziemlich gute Vorlagen und YouTube-Videos zu dem Thema, die man sich runterladen kann. Man bekommt auch viel Unterstützung auf dieser Reise, wenn man sich erkundigt. Also guckt gerne auch in euren Städten, was dort angeboten wird. Wir hatten hier kostenlose Rechtsberatung, wir hatten kostenlose Steuerberatung und diese Sachen, die kann man alle in Anspruch nehmen, um zu gucken, klappt das denn auch? Jo. Ja, man merkt auch sofort, ne, wer da der Experte ist und wer da überhaupt keine Ahnung von hat, ne, bei uns beiden. Naja, dann haben wir überhaupt keine Ahnung, schon. Wir haben das da mitgemacht. Ja. Aber nächstes Thema, da kannst du zum Beispiel ein bisschen was erzählen. Was? Nämlich das Thema, Oh worauf man auch achten sollte, wenn man gründet, das Thema Markenrechte. Markenrechte? Ja. Nee. Keine Ahnung. Der als erstes erfunden hat, dem gehört es, oder wie läuft das? Genau, aber woher weiß man das? Ja, woher weiß man das? Also, es macht potenziell vielleicht Sinn, wenn ihr euch zum Beispiel einen neuen Namen ausdenkt, wie das hier jetzt zum Beispiel. Wir haben jetzt gedacht, Pithead hat noch keiner, dann nehmen wir das doch. Das passt so schön zu uns und das ist... Wie macht man das? Namensfindung, da kann ich was zu sagen. Bitte? Google-Recherche. Alles, was man sich so ausdenkt, gab's das schon mal, guckst du bei Google oder bei einer anderen Suchmaschine und dann wirst du ziemlich schnell rausfinden, es gab alles schon mal irgendwie. Mhm. Ne? Und wenn es irgendwo angelehnt ist, dann sagt er, hast du vielleicht das und das gemeint? Ja, dann kann das auch irreführend sein, wenn man dann danach sucht. Ne? Pithead gibt's ja auch öfter schon auf anderen Sachen. Ne? Was bedeutet Pithead überhaupt? Mhm. Das ist der Eingang zu einem Minenschacht. So, den nennt man Pithead. So, ja. Und das ist ein Ding, der kommt ja überall schon mal vor. So. Aber als Pithead Studio, so, gab's das noch nicht. So, ja. Es gab noch keine Games-Butze, die irgendwie versucht hat, damit Computerspiele zu bauen oder so. Ja. Genau. Und das ist dann immer ein gutes Indiz dafür, dass man da vielleicht auch ein bisschen seine Ruhe hat. Ne? Wenn man dann sagt, dass eine andere kommt und sagt irgendwie, nee, aber das war ja meine Idee. So, und das ist Markenrecht, weil wer hat dann Recht am Ende des Tages? Mhm. Und darum geht es hier bei Markenrechten, dass irgendjemand, man kann sich nennen, wie man möchte, ja, kannst du auch machen, du kannst auch als Band, kannst du dich irgendwie, was weiß ich, nennen, The Cure oder so, solange keiner meckert, ist das okay, da kannst du als The Cure auftreten. Aber sobald einer kommt und sagt, hör mal, ihr seid gar nicht The Cure. Ich gehe mal und frag mal die Leute, die das erfunden haben, ob das auch okay ist. Und dann kriegst du einen auf den Sack. Und zwar, ne, Post vom Anwalt, so, ne, hören Sie mal, hier, unterlassen Sie das mal, sich hier The Cure zu nennen. Darum geht's hier. Das ist Markenrecht. Also, und das gilt für Namen von Spielen, ne, von Produkten im Grunde genommen. Das ist ja dann ein Wert, den man erzeugt, ne, indem man den erfindet und dann dem ein Logo beimisst, so wie wir es hier gemacht haben. Und die muss man dann schützen lassen. Ne? Genau. So. Ein gewisser Minimalschutz ist natürlich schon vorhanden, wenn man eine Firma gründet, die im Handelsregister eingetragen ist, die so heißt. Aber wenn jetzt irgendjemand sagt irgendwie, ja, ich habe da schon vorher was mitgemacht und kann das nachweisen, dann ist es natürlich schon doof. Ja. Deswegen lohnt es sich oft zu sagen, ich lasse meine Marke auch rechtlich tatsächlich schützen. Das kann man bei einem Anwalt machen, aber muss man nicht. Man kann das auch selber machen, dass man im Internet recherchiert. Hat jemand anders denn schon diese Marke beansprucht? Und wenn nein, dann kann man sowohl Namen schützen lassen, also geschriebenen Text, als auch ein Logo zum Beispiel, wie dieses hier, und oder beides.
Und dann kann man so ein Formular ausfüllen irgendwie und anklicken irgendwie, in welchen Bereichen lasse ich das denn konkret schützen, wofür ist das denn schützenswert und so weiter. Und das ist für den deutschen Sprachraum relativ einfach. Man kann das dann auch ausweiten auf die EU und tatsächlich auch darüber hinaus. Dann wird's aber teuer und sehr aufwendig. Deswegen machen die meisten das für die Länder, für die es hauptsächlich zum Tragen kommt. Und es ist auch noch eine Frage, wie groß ist der Laden, ja, den man da kopiert? Ja. Wenn man jetzt Papiertaschentücher verkauft und man nennt die Tempi, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so klein, dass der Tempo-Konzern kommt und sagt, hör mal, wollt ihr uns denn veräppeln? Ja. Aber wenn man, weiß ich nicht, keine Ahnung, gibt so Toilettenpapier, das heißt Rilli, ne? Ich meine, es gibt doch eins, das heißt Servus. Ach so. Ab und weg, ja. Keine Ahnung, was dann passiert, wenn man es Rillo oder, keine Ahnung, Servi nennt oder so, ja. Vielleicht ist das ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht geringer, weil vielleicht der Konzern kleiner ist oder so. Ja, weiß doch nicht. Und also damit klar ist, worum es da geht. Es muss immer einen Kläger geben, der einen klagt immer, es ist meins am Ende des Tages, ne, weil du musst auch für dein Markenrecht dann auch immer wieder bezahlen. Genau, ja? Aber du kannst deine Marke erstmal für 10 Jahre schützen lassen und danach kannst du immer wieder verlängern. Also es lohnt sich vielleicht tatsächlich darüber nachzudenken, ist das eine Marke, für die es wichtig ist, die schützen zu lassen? Ja. Ist das etwas sehr Unikes oder heißt es sowieso schon wie etwas anderes? Und dann macht es vielleicht keinen Sinn. Also sich damit zu beschäftigen, bevor man an die Öffentlichkeit geht, ist auf jeden Fall zu empfehlen an der Stelle. Mensch, da haben wir ja richtig lange drüber gesprochen. Ja. Ich dachte, das wird eine kurze Folge. Das hatte ich auch gedacht. Und theoretisch kann man noch viel mehr dazu sagen. Ja, vielleicht machen wir es beim nächsten Mal. Oder vielleicht habt ihr auch konkrete Fragen noch dazu, die wir beantworten können. Das ist etwas einfacher, weil ich könnte jetzt auch noch was über Bankeröffnung, Gewerbeanmeldung und Steuern erzählen, aber vielleicht ist das ja auch gar nicht das Interessante, Manu. Also stellt gerne eure Fragen hier drunter und dann können wir gerne nochmal darüber erzählen. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis dann nächste Woche. Wieder Pithead Studio TV. Genau. Bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut. Das ist spannend, ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Ich glaube, wir fragen das mal ab. Mhm, genau. Ja. Rilli.